Alle reißen sich um diese Milchtorte, Leute, kann ich euch sagen. Und die ist so lecker und schnell gemacht. Da muss man nicht einmal ein Bote backen, weil dazu nehmen wir einfach ein paar Biskuits. No. Die hauen wir da in eine Tütchen rein und dann machen wir die schon mal platt, ne? So, guck, zack, und schon haben wir Staubkrümelchen und die hauen wir jetzt hier hinten in das Töpfchen rein. Da habe ich schon ein bisschen Butter aufgelöst. Und jetzt brauchst du dann noch schnelle Löffelchen und dann schön verrühren. Einmalig, kann ich euch sagen. Und dann geht es auch schon gleich weiter. Da brauchen wir unsere Tortentellerchen, ne? Und ein bisschen Tortering. Den tun wir uns einstellen, so ungefähr auf 24 cm. Ja. Aber ich habe fast schon Auge dafür, ne? Aber ich könnte ja noch mal messen. Warte mal. Schauen wir mal, ne? Ihr könnt natürlich, naja, 25. Ihr könnt auch 25 machen. Ihr könnt auch 26 machen. Je kleiner der Umfang ist, desto höher wird es halt mit der Füllung, ne? So, und dann braucht man natürlich unsere berühmt-berüchtigte Torterandfolie, gell, dass das alles schön ordentlich aussieht. Und damit es auch hinpasst, tue ich mal einfach hier einmal so ein bisschen rumwickeln. Dann weiß ich ungefähr, wo ich schneiden muss, ne? So. Zack. Und dann immer gegen die Rolle, weil sonst klappt euch das nämlich dann ein. Legen wir das hier dann nur so rein, ne? So, jetzt halte mal da und tun wir da jetzt mit wegschnipsen. Und jetzt kommt dann schon unser Boden rein, ne? Herrlich, Kinder. Ich liebe das ja, ne? Meine Güte, Backe macht schon Spaß. Und man braucht nicht immer den Ofen bemühen. Siehst du das? Und jetzt tun wir das erste Mal so ein bisschen gleichmäßig hier drin verteilen, ne? Und zum Festdrücken eignet sich natürlich ganz doll auch unsere Streichhilfe. Guck mal. So, schau her, haben wir schon vorbereitet. Und jetzt brauchen wir dann natürlich auch noch die Milchfüllung. Und zwar kommt dann natürlich ein bisschen Milch in den Topf. Und die tun wir uns jetzt erst einmal ein bisschen aufköcheln. Und schön immer weiter rühren, gell, dass nichts verbrennt. Und jetzt mal kurz runternehmen. Und jetzt kommt dann ein bisschen Zucker rein und Milchreis. Und schön weiter rühren, gell. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Vanillezucker. Dann geht's wieder zurück auf die Platte und schön weiter rühren. Jetzt kann man es dann ein bisschen runterstellen. Und noch ein kleines bisschen eine Prise Salz, gell. Und jetzt lassen wir das Ganze dann so ein bisschen so mit der leichten Flamme oder auf kleiner Stufe ein bisschen köcheln. 10 Minuten. Oh Gott, super wieder die Joanna. Jetzt habe ich das Agar-Agar vergessen. Meine Agar-Agar-Blätter, die müssen da auch noch rein. Ne? Aber das ist ja auch nichts Neues, weil die Joanna vergisst ja auch mal gerne das Backpulver ins Rezept zu schreiben. Aber Gott sei Dank schreibt ihr mir das ja immer unten rein in die Kommentare und du kannst wieder ausbessern. Gott sei Dank habe ich euch. So, guck, jetzt hat 10 Minuten köchelt, ne? Und jetzt muss dann noch ein bisschen besser eindicken. Und dafür füllen wir es uns dann ab in eine Schüsselchen und lassen es auch komplett abkühlen. So, jetzt ist dann fast schon abgekühlt der schöne Milchreis und da können wir schon loslegen, uns die Sahne schlagen und die kommt natürlich wie immer eiskalt aus dem Kühlschrank, ne? Und dazu geben wir dann noch ein bisschen Sahnestein und Zucker. So, gucke mal und schon ist die Sahne fertig, ne? Und die kommt jetzt dann in den abgekühlten Milchreis schön rein. Da müsst ihr immer aufpassen, dass der nicht mehr zu warm ist, weil sonst fällt die Sahne wieder zusammen, ne? Und jetzt alles schön verteilen und ineinander unterheben. Ach, herrlich. Und das duftet, kann ich euch sagen, ne? Und dann können wir das Ganze schon dann auf unseren Boden füllen. So, immer schön drüber über den Daumen, Joanna, ne? Aber die Hände sind ja immer gewaschen, gell? Mich wundert ja, dass ich heute noch nicht gekleckert habe, ne? Doch alles recht sauber hier heute. Ist ja ungewöhnlich. So, jetzt tun wir es noch ein bisschen verteilen. Macht man eigentlich auch nicht, aber die Joanna macht das halt, gell? So. Und dann brauchen wir jetzt dann noch unsere Streichhilfe, damit das alles so richtig schön glatt wird. Und jetzt stellen wir dann das gute Stückchen zum Zwischenbacken in den Kühlschrank. So, gucke mal, schön eisekalt aus dem Kühlschrank, ne? Und hier hat die Joanna sich schon ein paar Kirschchen abtropfen lassen aus dem Glas, ne? Und die kommen jetzt dann mal oben drauf. Und jetzt dann noch schön gleichmäßig verteilen, schön. Ihr könnt natürlich auch Erdbeerchen nehmen, geht auch, ne? Aber ich mache ja so gern die Kirsche, ne? Ich habe als Kind so gern Milchreis gegessen mit Kirsche. Habt ihr auch Milchreis gekriegt? Mit Kirschen oder Erdbeeren oder Zimt und Zucker? Was waren so euer Favorit? Schreibt's mal in die Kommentare. Ach, herrlich. Ich freue mich ja so auf die Milchreistorte. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen Torteguss. Dazu habe ich mir hier einen roten Torteguss mit ein bisschen Zucker mischt. Das tun wir jetzt da erst einmal in ein Töpfchen rein, ne? Tun das erst dann ein bisschen mit der Flüssigkeit von dem Kirschsaft vermischen. Schön ein bisschen umrühren erst. Doch,
Die Anne hat doch wieder gekleckert. Das geht einfach nicht ohne. Meine Güte nochmal. Ich kann euch sagen, ne? So, dann der Rest von der Flüssigkeit dazu. Und dann tun wir das Ganze schön aufkochen, gell? Schau mal, wie schön dunkelrot das ist. Ich liebe ja das, ne? So richtig schöner dunkelroter Torteguss, ne? Und der kommt jetzt dann von innen raus, löffelweiß, ganz heiß, übers Dötsche. Und die stellen wir jetzt noch mal ganz schnell in den Kühlschrank. Milchreis in Torteform. Ich kann euch sagen, das ist sowas von lecker und da reißen sich alle drum. Ciao, macht's gut!